WWE im Jahr 2000, während Filme wie Gladiator, Snatch oder Scary Movie im Kino liefen, wurde WWE im Fernsehen zu einem Kulturphänomen. Und auf dieses Jahr möchte ich mit euch gemeinsam blicken. Ein Jahr voller Meilensteine von WWE. Was es alles gab, das sehen wir jetzt. Deshalb anschnallen, Zeitmaschine an und Intro ab! Schön, dass ihr da seid. Eine tolle Zeitreise steht uns hier bevor. Ich wollte schon lange das WWE-Jahr 2000 binge-watchen und jetzt ist es eben soweit. Ich habe es natürlich das letzte Mal gesehen im Jahr 2000, als damals noch WWE auf TM3 unter anderem noch lief und da waren ja auch noch die Pay-Per-Views zu sehen, unter anderem WrestleMania 2000, wobei war damals nicht in voller Länge, das Hardcore-Match war nicht in voller Länge, ich glaube, das war gar nicht sogar, aber da sind so ein paar Anekdoten, vor allem zu dem Match, die ich hier noch loswerden will. WWE im Jahr 2000 war die unangefochtene Nummer 1. Die WCW galt eigentlich nicht mehr als Konkurrent. Die haben einfach eigene Probleme gehabt und die ständigen Führungswechsel haben da auch nicht so wirklich dem Produkt gut getan. Und WWE hat nach dem Abgang von Vince Russo im Jahr bzw. am Ende des Jahres 1999 sich neu aufgestellt und da gab es ja einige Umstrukturierungen. Brian Gewirtz war einer, der ganz mit vorne dabei war, der jetzt natürlich bekannt ist dadurch, dass er mit The Rock die Produktionsfirma gemeinsam gegründet hatte. Und also das ist jetzt inzwischen auch schon sehr, sehr viele Jahre her. Natürlich, Stephanie McMahon wurde immer mehr in den kreativen Prozess eingebunden und eben auch Triple H, der sehr eigeninitiativ sich da präsentiert hat. Da wurden ja auch viele Geschichten schön erzählt, wie er am Anfang immer mit Lederjacke sich da reingesetzt hat bei diesen Meetings, aber er wollte es wissen. Und das geschah so hinter den Kulissen und natürlich zum Unternehmen selber. Das Unternehmen selber, WWE, wurde an der Börse gehandelt, war ein Aktienunternehmen inzwischen und vieles, was dort eben auch als Grundlage geschaffen wurde, davon zehrt WWE ja heute noch. Natürlich ist dadurch die Ausrichtung ein bisschen anders, bist natürlich sehr von Investoren, von Sponsoren auch in der öffentlichen Wahrnehmung auch sehr abhängig und das Jahr 2000 gilt auch als nicht nur geschäftlich, sondern auch vor allem kreativ, so der Höhepunkt von WWE, ihres Schaffens, wenn wir es so sagen wollen. Und die Voraussetzungen waren so geschaffen, dass du im Fernsehen TV-14, also ab 14 Jahren, das heißt, sie konnten die Grenzen so ein bisschen mehr ausloten, als es heute war. Und jetzt kommt natürlich direkt der Quervergleich, warum geht das heute nicht? Vielleicht kommt es ja auch noch. Wenn ihr das Video an einem anderen Jahr als 2024 seht, ist es vielleicht schon so, wir leben natürlich, die Zeiten passen sich an und gerade in den gesellschaftlichen Voraussetzungen, in denen wir uns befinden, ist das ein bisschen anders, als wenn wir vom Jahr 2000 ausgehen. Das Wichtigste erstmal Y2K, damals nicht geschehen, als es der 1. Januar 2000 war. Was wurde damals alles gesagt? Alle Computer stürzen ein, wir gehen ins Jahr 1900 zurück und weiß ich nicht alles. Also es ist schon Wahnsinn gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ich bin damals immer zur Nachhilfe gegangen und bevor meine Nachhilfestunde am Nachmittag begonnen hatte, dort in der Einkaufsstraße bei uns, ist einer rumgelaufen und hat rumgeschrien, dass die Welt untergehen wird. Es ist kein Witz. Ich dachte, was passiert denn hier gerade? Was ist hier eigentlich los? Ich meine, die Menschen spinnen eh alle, das wissen wir. Das war äußerst seltsam. So viel dazu. Also, das Fernsehprodukt von WWE war damals einfach sehr, sehr heiß, wenn wir es so haben wollen. Natürlich wurde es vorangetrieben durch den ursprünglichen Konkurrenzkampf. Plus natürlich Einflüsse der ECW. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die ECW war eine Nummer 3, war auch eine sehr nischenhafte Nummer 3. Da dürfen wir jetzt nicht das irgendwie größer reden, als es ist, weil die Geschichte der ECW wird ein bisschen positiver dargestellt als die der WCW, ist auch klar.
Der Gewinner eines, auch in dem Fall, Fernsehkrieges, der kann die Geschichte eben auch umschreiben. Wenn wir in die Zeit zurückgehen, wissen wir auch, wenn ECW einen großen Standpunkt hatte, einen Einfluss hatte, es war ein Produkt, das noch extremer, Extreme Championship Wrestling, sehr nischenhaft eben war. Nur Einflüsse wurden natürlich bei den großen Mainstream-Ligen wie WWE und WCW eben auch reingebracht und auch Stars. Und darauf will ich eben eingehen in diesem Video, auf die Stars, auf die Top-Finnen, die Top-Shows, die da waren. Einige Momente, die mir natürlich in Erinnerung geblieben sind, nachdem ich 52 Raw, 52 SmackDown-Ausgaben und die 12 Pay-Per-Views gebingewatcht habe. Diesmal war kein Heat dabei und bei den Auslands-Pay-Per-Views weiß ich gar nicht, welchen ich gesehen hatte. Das ist eine ganze Menge Stoff, sich den anzusehen. Aber ich hab's mit Freude gemacht. Es war auch ein Unterschied zu erkennen. Ich hatte es bei den alten Videos ja gesagt. Ihr könnt euch ja mein Binge-Watch-Video zum Jahr 98 und zum Jahr 99, wo ich die Best-Ofs nochmal aufgezählt habe, euch ansehen. Da hatte ich ja auch vor allem von diesen Gefälle zwischen Main Events und Midcard gesprochen, dem wurde hier schon sehr entgegengearbeitet und da war alles sehr, sehr ausgeglichen und da waren auch die Übergänge dann von du bist in einer Position eigentlich so, okay, du bist Teil der Show und dann plötzlich im Hauptteil der Show, in den großen Shows eben dabei und ganz oben an der Spitze. Fangen wir damit an. Am Übergang vom Jahr 99 war ja Big Show Champion, Ende des Jahres 99 und dann wurde Triple H WWE Champion und das hat eben auch sehr WWE eben geprägt. Ich hatte es im Binge-Watch-Video 99 gesagt, Triple H hatte sich komplett neu erfunden, er hatte selber für sich es erkannt, dass er eigentlich auf der Seite der Bösewichte stehen musste, weil auf der anderen Seite ein Stone Cold, ein Undertaker, ein The Rock, er wäre niemals in die Nummer 1 Position gekommen, nur wusste er, wenn ich auf der anderen Seite bin, dann kann ich mich auf jeden Fall etablieren und es ist immer gut, auch klassisches Wrestling, dass der Bösewicht gejagt wird, wenn er Champion ist. Klassisches Ric Flair-Szenario, wenn wir wollen. Obwohl WWE Babyface Territory ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht bis zu Bruno Sammartino zurück, der ja jahrzehntelang die 60er, die 70er dominiert hat, als Babyface-Champion. Eigentlich auf dem Rest der Territories war es so, dass er ein Heel gejagt wurde, weil die Jagd des Babyfaces ist das Interessante, das Geld macht. WWE immer anders. Sammartino, Hogan, ich habe es gesagt, das war so ein bisschen die andere Strategie dahinter, nur es war schon dieser kreative Wechsel, den ich angesprochen hatte, eben auch mitzuerkennen bei WWE und deswegen Triple H hat sich dann die Spitze erobert und dann war immer wieder auch das Prinzip viel Heat. Heat, Heat, Heat. Eigentlich Kevin Sullivan, WCW-mäßig, was die NWO geprägt hat. Die Bösewichte haben immer die Oberhand und du willst irgendwann, dass die guten Jungs am Ende gewinnen. Und da gab es die Verbindung Triple H und Stephanie McMahon, die McMahon-Helmsley-Ära und später die McMahon-Helmsley-Faction, die sich gegründet hatte, gebildet hat. Und die Ironie, dass DX wieder entstanden ist zu der Zeit, das war natürlich nicht mehr diese DX, die 98 so Publikumslieblinge war oder gar 97, als sie gegründet wurde oder Anfang 99, das waren ja pure Begeisterungsstürme. Trotzdem natürlich, wenn die New Age Outlaws zum Beispiel rausgekommen sind und Road Dogg sein Intro gemacht hat, dann wurde auch laut mitgemacht. Nur brauchte Triple H diese als der Bösewicht, gerade in seinen Rivalitäten Anfang des Jahres gegen Mick Foley, gegen Cactus Jack und Cactus Jack, Mick Foley, Mankind, der ideale Underdog. Und da kommt auch die Geschichte aus seinen ersten Autobiografien, Have a Nice Day und Foley is Good, eben auch raus, die ich euch beide sehr ans Herz lege, die mal euch durchzulesen, weil er die Zeit sehr Revue passieren lässt und sehr, vor allem bei der zweiten, weil sie sehr frisch bei ihm ist, also Foley is Good, sehr im Detail eben auch arbeitet. Und da war es für ihn eben auch das Ziel, so Triple H als diesen unangefochtenen Bösewicht auch darzustellen. Und da war eben diese Konfrontation mit Mick Foley sehr, sehr wichtig. Sie hatten dieses tolle Match beim Royal Rumble 2000, dieser Street Fight, der auch so, also auch wenn du ihn heute siehst, denkst du, boah, Pedigree in Reißzwecken und das hat ja alles, beschreibt Mick Foley in seinem Buch selber sehr schön.
sehr auf eigene Faust gehandelt hat. Kam nicht so super gut an, aber ist halt Mick Foley, so wie er leibt und lebt. Das No Way Out Hell in a Cell Match. Und dann war er raus. Mick Foleys Karriere wurde beendet und da war Triple H, dieser Bösewicht, als WWE-Champion etabliert. Natürlich kam dann Mick Foley kurz danach zurück, was er selber so, ne, Karriere beendet. Er beschreibt eigentlich, er wollte nicht diese Terry Funk Retirements immer machen, nur irgendwie war dann doch genau. Ist immer das, wenn du sagst, ich will das nicht, das ist auch wieder psychologisch, ich möchte das nicht. Das nicht denkt sich das Gehirn weg. Das Gehirn kann das nicht, du musst es umformulieren. Und ich möchte nicht wie Terry Funk sein, heißt das wirklich unterbewusst. Ich will wie Terry Funk sein. Das nicht kannst du nicht einfach drin lassen, musst die Formulierung anders machen. Also auch an euch, wenn ihr euch, das gibt es ja immer das schöne, Sätze, Glaubenssätze oder sonst irgendwas machen. Macht nie welche mit dem Wort nicht. Das bringt nichts, weil das Gehirn denkt sich das nicht weg. Es merkt sich die anderen Worte, die da drum sind. Das merkt ihr vielleicht sogar, wenn ihr mal ganz schnell etwas lest. Da wird man nicht überlesen. Deshalb, hätte er sagen müssen, ich will es wie, ich weiß nicht, wer hat seine Karriere beendet und war dann Stone Cold Steve Austin, aber das war ja erst später. Triple H etabliert und dann kam natürlich, also Mick Foley zurück zu WrestleMania 2000 mit dem Four-Way an der Spitze. Wo Big Show dabei war, McMahon in every corner, Triple H, The Rock, Big Show, eben Mick Foley, was ich da gesagt hatte. Und also Vince McMahon dann in der Ecke von The Rock, Linda McMahon war in der Ecke von Mick Foley, Stephanie McMahon bei Triple H, wen hatte ich jetzt noch? Shane McMahon bei Big Show. Dieses Ganze wurde da ja aufgebaut, weil The Rock Big Show beim Royal Rumble sich ihm entwickelt hatte, nur führte es dahin, wo es nach WrestleMania weiterging, nämlich dass Triple H und The Rock aufeinander trafen und das hatte es echt in sich, die Chemie der beiden und die Matches zu sehen und vor allem diese Begeisterung, diese Top-Stars, die wir einfach hatten mit Triple H und The Rock. Und da ist es, diese Konstellation zwischen Gut und Böse hat so einmalig funktioniert. Du hattest Triple H etabliert als denjenigen, der Mick Foley in Rente geschickt hat und dann auch noch WrestleMania am Ende gewonnen hatte. Und dann gegen The Rock, den unumstrittenen Publikumsliebling. Und The Rock ist ja da wirklich in diese Rolle dann auch reingewachsen, weil Stone Cold Steve Austin eben Ende 99 endgültig weg war. Und The Rock konnte die Fackel eben auch übernehmen. Und das war der unglaubliche Sprung von The Rock an der Spitze. Und das war auch sein Jahr. Es gab keine Zweifel daran, dass The Rock unumstritten an der Spitze als der Publikumsliebling, als das Top-Babyface eben war. Und wenn ihr euch das auch nochmal im Nachhinein ansieht, schaut und nur einzelne Raw-Ausgaben, Smackdown-Ausgaben, wie das Publikum explodiert, das macht eben das ganz Besondere aus. Und auf der Gegenseite eben Triple H, McMahon-Helmsley-Ära, McMahon-Helmsley-Faction, die dagegen stand. Die Gegenspieler waren einfach in Überzahl, das war echt eine tolle Konstellation, die eben gezogen hat, die emotionalisiert hat. Und eine der Highlights gerade zu Beginn des Jahres, das Backlash-Match lebt natürlich auch noch davon, dass Stone Cold Steve Austin einmalig noch The Rock geholfen hatte. Also einmalig, dass er einmal zurückgekehrt ist quasi. Und das hat ja auch nochmal die Pay-Per-View-Käufe nochmal angetrieben, was gezeigt hat, wie das Publikum nach Stone Cold gelächzt hat. Nur der Körper hatte nicht mehr so viel Zeit Stone Cold Steve Austin gegeben. Deswegen war er ja auch aus dem Rennen. Nur wenn er gekommen ist, hat die Hütte gebrannt. Und dieser Pop, als Stone Cold Steve Austin gekommen ist. Oh, Leute, schaut euch das an. Das Ende von Backlash 2000, einfach grandios. Und dann bei Judgment Day 2000 kam ja der nächste Star zurück, der Undertaker, und er komplett verändert. Nämlich als American Badass, so haben wir ihn nicht gesehen. So haben wir ihn nicht in der WCW gesehen, als er Mean Mark Calloway angetreten ist. Bei WWE schon mal gar nicht als Undertaker. Vor allem, weil er war ja noch dieser Corporate Ministry oder allgemein Ministry of Darkness Undertaker, wie wir ihn kannten im Jahr 99. Und dann kam er als Biker zurück. Es gab ja auch eine Zeit gerade zu der Zeit wurde ja ein bisschen damit gespielt, auch von WCW-Seiten. Wobei es war nicht von WCW-Seiten, eigentlich war es Kevin Nash,
der den Undertaker so einen Wechsel mit schmackhaft machen wollte. Eigentlich hauptsächlich wegen dem hier. Und der Undertaker hat selber gesagt, dass er durchaus überlegt hat. Und dann gab es auch die Frage an diesen Mann, an Eric Bischoff, erst vor kurzem, ja, wie wäre denn der Undertaker dann bei der WCW gewesen? Weil du konntest ja das ganze Undertaker-Gimmick nicht nehmen. Und Eric Bischoff meint, ja, du hast doch gesehen, du siehst doch, wie er im Jahr 2000 bei WWE war. Genau so wäre er dann in der WCW aufgetreten. Ich hätte ja nichts anderes machen können. Also sehr viel Was wäre wenn Gespiele. Nur wir haben diese Variante des American Badass eben bei WWE gesehen. Sehr gewöhnungsbedürftig. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt vielleicht weniger als damals, weil wir schon ein paar Jahre dann hatten. Und Kid Rock American Badass natürlich auf dem Network. Könnt ihr Kid Rock American Badass nicht hören. Das sind Musikrechte, die da mit reinspielen. Limp Bizkit, Rollin', das war dann zu hören. Das finde ich immer so, also wenn ihr es guckt, dann denkt ihr, okay, das ist ja die klassische American Badass Musik, die dann von WWE produziert wurde, die wir dann auch aus den Jahren 2003 kannten. Nur You're gonna pay, also die, ne, ich sing's jetzt nicht. Das war eben zu dem Zeitpunkt nicht. Sie wurde jetzt quasi drüber gelegt. Das kennt ihr ja auch bei manchen, also bei Chris Jericho Musiken wird das ja auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr bei welchen noch, dass da eben der WWE produzierte Theme drüber gelegt wird, weil das einfach lizenzrechtlich oder die entspanntere Variante ist. Und wenn sie selber produzieren, dann nutzen sie es natürlich. Muss man eher auf YouTube schauen, wie war das? Weil das Publikum geht ja auch immer mit der Musik von Kid Rock's American Badass. Das passt schon hier und da nicht. Mit Limp Bizkit Rollin' passt es dann auch an das Jahr dann am Ende des Jahres 2000 auch zu sehen. Kane war ja auch der Kane mit etwas angepassten Outfit, wie wir es auch schon gesehen hatten. Also da war, und ihr merkt schon, wie viel Star Power da war. Und die hatte sich eben die war eben auch notwendig und durch den Ausfall von Stone Cold Steve Austin wurde das Ganze sehr abgefangen, natürlich mit The Rock einfach an der Spitze. Ich könnte sehr viele von den etablierten Stars aufzählen und man hätte sich auch darauf ausruhen können, wenn man wollte. Nur irgendwann waren die Konstellationen verbraucht. Nochmal, Raw das ganze Jahr, SmackDown das ganze Jahr plus Pay-Per-Views. Da geht einem die Luft aus und du brennst durch. Und auch das von WWE war ja, das Konzept war ja eher, die Matches, die langen Matches siehst du ausschließlich bei Pay-Per-Views. Selbst die waren nicht lang, die Main-Event-Matches. Es hat sich schon so ein bisschen angeglichen. Die Matches, die bei Raw und bei SmackDown angesetzt wurden, waren größtenteils für die Ansetzung da, für die Star Power da. Die Matches waren kurz. Es gab auch Main Events, nicht Einzelbeispiele jetzt pflücken, sondern die Main Events waren eher darauf gezielt, hier seht ihr eure Stars, aber wir wollen eigentlich die Geschichten immer am Laufen lassen, immer am Laufen lassen. Es geht nie klar aus. Und wenn mal, dann habt ihr mal einen Sieger, aber es geht nie aus. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann gehen die Konstellationen aus, weil du sehr durchgebrannt bist und irgendwann musst du nachziehen. Ich hatte von der Midcard 99 gesprochen, wo dieses Gefälle war und hier hattest du natürlich eine andere Qualität und wer natürlich durchs Dach durchgeschossen ist, womit niemand rechnen konnte, Kurt Angle. Kurt Angle hat ein brillantes Jahr hingelegt, ein beeindruckendes Debütjahr. Er hatte ja sein Debüt gefeiert bei der Survivor Series 99. Es war ja da, wo er mitten im Match heel geturnt ist. Das war ja auch, weil Publikum mit dieser Art gar nicht klarkam. Ja, auch im Nachhinein immer. Monday Morning Quarterback. Ja, das war doch klar. Nein, war nicht klar. Und es ist gut, dass du dann so reagieren kannst, dass es dann in diese Richtung geht. Das hätte ja auch einfach so, was interessiert der Typ mich? War so nerdig. Gleichzeitig wusstest du, der hat's halt drauf. Der ist ein olympischer Goldmedaillengewinner. Der hat so ein unglaubliches Charisma gehabt, dass er durch die Decke geschossen ist. Sehr schnell European Champion, Intercontinental Champion, gleichzeitig Champion gewesen und seine ganzen Promos als erster Eurocontinental Champion, einfach herrlich. Dann gewann er auch noch das King of the Ring Turnier 2000 und wurde bei No Mercy 2000 WWE Champion. Und als er WWE Champion wurde und seinen olympischen Goldmedaillengewinn dann auch noch nachgeahmt hat, mit Tränen in den Augen einfach.
Ich sehe es und das sind so die Momente, die ich noch in Erinnerung hatte, die ich jetzt mit so einem Grinsen, wie ich gerade hier vor euch sitze, mir nochmal ansehe. Also schaut euch gerne das nochmal an und ihr merkt auch wieder Konstellation. Klar, The Rock, Top Babyface, Protagonist und du brauchst diese Antagonisten und das war Triple H zu Beginn des Jahres und hier jetzt wieder Kurt Angle und Kurt Angle ist ja nahtlos übergegangen, als er WWE Champion wurde. Das Ende des Jahres lebte davon, dass Kurt Angle irgendwie immer als WWE Champion entkommt. Und obwohl die Star Power auf der anderen Seite so groß war und die Jagd, ihm den Titel abzunehmen, die hat eben angetrieben und das beweist dieses Jahr 2000 eben für alle, die kreativ im Wrestling arbeiten. The money is in the chase. Wir hatten es im aktuellen Beispiel mit Cody Rhodes. The money is in the chase. Natürlich willst du es auch sehen. Und hier kriegst du den Beweis, also natürlich willst du den Babyface als Champion und hier siehst du diesen Ultra-Beweis, diese Geschichte, dass er da überhaupt hinkommt. Die macht so viel aus, denn da lechzt es nach. Das wollen wir. Deswegen Heat booken. Natürlich nicht disgusting Heat booken, sondern Heat, die uns sagt, ich will, dass irgendwann das Babyface auch seine Revanche bekommt. Und das musst du geben. Wenn du das nie gibst und immer nur Heat und Babyface bekommt nie seine Come-Up-Ins. Also, ne, wenn ich diese, jetzt werfe ich selber, aber das sind für mich Begriffe, so redest du auch im Wrestling. Also, es bringt nichts, wenn ich die jetzt, ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren würde, aber so würde ich halt am Tisch auch mit euch reden. Deshalb gebe ich es euch so weiter. Also Kurt Angle, eine Entdeckung, die sehr interessant war und zum Ende des Jahres kam ja quasi auch nochmal ein Star mit Stone Cold Steve Austin nochmal dazu. Und du wolltest ja eben noch jemanden aufbauen mit Rikishi, weil Rikishi war ja unglaublicher Publikumsliebling an der Seite von Too Cool. Schaut euch das Royal Rumble Match 2000 einfach an, als Too Cool dann drin war. Und immer die Reaktion, diese drei zusammen, funktionierte so unglaublich gut. Das ist eine Chemie, die kannst du auf dem Papier nicht erkennen. Und wenn das dann funktioniert, also Too Cool, sehr beeindruckend, Scotty 2 Hotty, Grandmaster, sexy und Rikishi eben, ganz am Anfang Rikishi Fatu, wobei im Jahr 2000, da war es dann schon Rikishi und dann kam eben der Wechsel. Er war der Bösewicht, der Stone Cold Steve Austin angegriffen hat. Er wäre eben dieser Antagonist zu unserem Protagonisten Stone Cold Steve Austin gewesen. Leider hat es nicht so ganz funktioniert, obwohl er hat das Charisma gehabt, er hat den Stil gehabt, seine Outfits, diese Kunstleder- oder Lederoutfits, Rikishi Fatwear. Fat, aber PH geschrieben. Also es war schon, im Nachhinein fand ich es irgendwie besser als damals im Jahr 2000. Muss ich da schon zugeben. Natürlich, I did it for The Rock. Hat nur nicht geflutscht einfach. War dann vielleicht zu sehr ein Wechsel zu dem, was wir hatten. Das Beispiel hatte ich euch ja auch bei vielen Reviews immer wieder, die ich hier mache, seien es die SmackDown oder die aktuellen PLA-Reviews. Wenn du einen Turn machst, so wie es inzwischen im Sprachgebrauch einfach auch ist, du musst Aspekte des Charakters nehmen und die einfach nur anders gewichten. Du kannst dich um 180 Grad drehen. Du darfst nicht einen auf Russo machen, der war jetzt Kindergartenlehrer und jetzt ist er plötzlich Stripper. Ich weiß nicht, vielleicht passt das auch zusammen, aber da muss ich eine Nuance haben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es muss irgendwas sein, was ich greifen kann. Diese Nuance hatte ich da schon. Jetzt geht er in diese Richtung. Das ist wie ein Mensch. Du glaubst ja auch einem Menschen nicht, wenn er von heute auf morgen einfach sagt, hier, du hast dich doch nicht so komplett verändert. Irgendwas stimmt doch da nicht. Wenn es allerdings ein Teil ist, wo du sagst, das hatte der immer schon in sich, dann glaubst du erst recht dran. Und das kann so eins dieser Probleme sein. Wenn es so bei anderen Gimmicks machst, die da drin waren, wie Right to Censor waren in der Midcard immer die Dauer, also die konntest du gegen jeden werfen.
Da kannst du mal drüber hinwegschauen. Also ob da Steven Richards, der dann der Bekehrte war, das kannst du mit der Manipulation, die er da gemacht hat, das war ja wirklich auch das Gimmick von ihm, dass er völlig wahnhaft war. Und natürlich war es auch so ein kleiner Schuss, weil WWE im Jahr 2000 eben dadurch, dass es auch ein Aktienunternehmen war, in der Öffentlichkeit dadurch auch stand, an der Börse gehandelt wurde, unter anderem unter einem anderen Fokus, andere Sponsoren. Manche sind dann auch unter dem Druck von gewissen Gruppen, zum Beispiel dem PTC, dem Parents TV Council, abgesprungen. Und das war so ein bisschen die öffentliche Retourkutsche von WWE. Okay, dann stellen wir euch mal so ein bisschen da. Und auch da, Mick Foley hat sehr draufgetreten in seinem Buch Foley ist gut. Nur da hat er im Nachhinein gesagt, vielleicht war das ein bisschen viel, dass ich das so im Detail ausarbeite. Empfehle ich euch nichtsdestotrotz, da merkt ihr mal, was wirklich, da wurden die Crotch Chops, also wenn DX so gemacht hat, die wurden einzeln gezählt und aufgelistet, was da alles gemacht wurde. Da sind die Sirenen angegangen, lieben Gruß an Slaughter, wirklich, wenn die Leute etwas finden wollen, das ist überall so, dann finden sie auch etwas und dann stehst du da und damit sollte der Druck auf die Sponsoren erhöht werden, dass die Sponsoren sich davon entfernen, damit das Unternehmen nicht Geld mit so etwas verdient, weil das ist ja verwerflich. Und heute noch mehr als damals. Und damit habt ihr, glaube ich, auch die Lösung, warum die Ausrichtung so ist, wie es halt auch in den letzten Jahrzehnten einfach war, gerade im Fernsehen. Also da sind manche Sachen sehr, sehr empfindlich in der Hinsicht. Ja, die Stars habe ich halt aufgezählt, die dazugekommen sind und auch nachgekommen sind. Das heißt, der Kader unglaublich voll gespickt mit Riesenstars. Ein Chris Jericho ist immer wieder an die Spitze so rangekommen. Er war ja bei WrestleMania 2000 bei den berühmten ersten Postern. Hat er sich auch ein paar Mal geäußert, dass er im Four-Way, beziehungsweise wurde darauf angesprochen, dass er wohl im Four-Way gewesen wäre. Das ist auch so eine kleine Randnotizgeschichte. Am Ende war es nicht. Chris Jericho hatte ja seinen durchaus interessanten Triumph, als er am 17. April 2000 bei Raw Triple H besiegte um den WWE Champion Titel. Der Titel wurde ihm jedoch aberkannt und das Publikum ist so abgegangen, dass Chris Jericho es wirklich geschafft hat. Und da war der Unterschied zu Chris Jericho im Jahr 99. Er war jetzt schon etabliert. Das Publikum hat ihn angenommen. Er war auch anders. Er hatte ja mit viel zu kämpfen. Auch da lege ich euch die erste Autobiografie von Chris Jericho ans Herz, wo er wirklich diesen Wechsel von der WCW zur WWE, dass er große Probleme einfach damit hatte. Das habe ich auch im Binge-Watch-Video 1999 euch ja beschrieben gehabt. Und da war Big Show natürlich auch zu nennen, der aus der WCW wechselte. Und ja, er hatte die Möglichkeiten eben. Er war WWE-Champion, nur dann nach WrestleMania, wo er Showkishi war, der Showstar, also Hulk Hogan dargestellt hat, Rikishi dargestellt hat. Das war alles so, es flutschte nicht so wirklich bei Big Show. Obwohl viel gemacht wurde, obwohl er die Präsenz natürlich hatte, es war nicht der Big Show, der viel später war. Dieser Giant, der Beeindruckende, und hatte da so viel seine Rolle gesucht. Aber Chris Jericho hingegen hatte seine Rolle absolut gefunden. Und natürlich, wenn wir von Wechseln reden, die bekanntesten und die offenbar wichtigsten Wechsel von der WCW zu WWE waren die Radicals. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Perry Saturn und Dean Malenko. Es war für die WCW ein herber Schlag, ein unglaublicher Schlag, von dem sich die WCW nicht auf Anhieb oder im Endeffekt nicht erholen konnte. Sie waren das Herzstück bei WCW und haben eigentlich dadurch, dass sie so kompakt rübergingen, hast du in mehrerlei Hinsicht etwas bewirkt. Erstmal natürlich bei WWE, du hast ganz neue Konstellationen mit 4 neuen Leuten. Auf dem Niveau hast du so viele neue Konstellationen eröffnet. Mick Foley, der sie reingebracht hat als Freundin, dann waren sie erst auf der, du dachtest so, okay, klar, wenn sie neu sind, ist erstmal Begeisterung da, du hast sie auf Seite der Babyface, aber du hast sie natürlich dann schnell auf die Seite der Heels gemacht, weil du hattest so viele anerkannte, musst du auch haben. Du hast so viele, jetzt, wieso waren die dann nicht Babyfaces? Du hast so viele anerkannte Stars. Das WWE-Publikum, das ist immer noch wichtig zu sehen. WWE-Publikum, WCW-Publikum. Und du hast
über die Jahre, über die vielen Sendungen dich emotionalisiert mit den WWE-Stars, die du im Fernsehen siehst. Deswegen liebst du die, deswegen feuerst du die an. Seien es so Leute wie Too Cool eben. Und wenn dann andere kommen, du willst, dass die findest du nicht irgendwie blöd oder sonst was, sondern die Sache ist, das sind die, die mir ans Herz gewachsen sind. Und die werde ich weiter anfeuern gegenüber denen. Die anderen müssen sich erstmal die Sporen verdienen. Ist tatsächlich so ein bisschen wie heute, wenn jemand aus dem Indie-Bereich kommt. Ein Teil sagt, geil, endlich da, feiern. Der Fernsehzuschauer sagt, ich kenne die. Ich habe meine Emotionen, meine Zeit, dass ich Fernsehen geguckt habe, die habe ich diesen Stars gegeben. Deswegen feuere ich die an. Und das ist der Hintergrund dessen. Deswegen war es sehr wichtig, dass sie gleich die Seite gewechselt haben. Und dann hattest du eben so viele Konstellationen. Das könnt ihr mathematisch ja gar nicht. Also natürlich kannst du es rechnen, aber im Kopf kannst du es ja gar nicht überschlagen. Wenn du 4 Leute hast und natürlich 4 unterschiedliche Charaktere, die sich dann natürlich nochmal so ein bisschen entwickelt haben. Chris Benoit, der sehr schnell in die Spitze reingekommen ist, bevor jetzt mit dem, Chris Benoit wird gesagt, ich betrachte hier nur den Wrestler. Chris Benoit. Alles, was danach ist, ich glaube, Paul Heyman hat es am besten mal gesagt, was wollt ihr da feiern? Was wollt ihr da eigentlich feiern? Schaut euch diejenigen, die das Video kennen von Paul Heyman, wie es dann in einem Interview, ich glaube, das war bei Inside the Ropes, wo er war, also 3 Menschen haben ihr Leben verloren und nur einer hat die Entscheidung dazu getroffen. Nur das ist ein anderes Thema. Hier will ich wirklich nur erstmal darüber und ich hoffe, das ist auch okay für euch, dass ich das als den Wrestler hier betrachten möchte. Wenn ich sagt es auch vielleicht, okay, lass es ein bisschen außen vor. Da mache ich das auch, weil ich weiß, das ist logischerweise nicht ein schönes Thema. Ne? Hier will ich es natürlich im Zusammenhang, weil es ja auch zu sehen ist, eben auch mit einbauen, weil die Radicals, beziehungsweise bei der WCW, da waren sie ja Revolution, wobei es waren 3 Revolution-Mitglieder und Eddie Guerrero war ja ein Filthy Animals-Mitglied. Da war ja auch bei dem Wechsel sehr viel, was schiefgegangen ist, dass Shane Douglas, der Revolution-Mitglied war, nicht mit rübergegangen ist, wobei der natürlich mit WWE nach seiner Zeit als Dean Douglas 95 nicht so unbedingt jede Brücke heil gelassen hat bei seinem Abgang. Anderes Thema natürlich. Und ja, also Tatsache, dass du komplett neue Konstellationen hast, hast so geholfen. Und Chris Benoit hatte seins, wurde auch von Shane McMahon begleitet. Und Eddie Guerrero richtig hervorgehoben durch die Zeit mit China, wo ich gleich auch nochmal drauf ansprechen will. Er wurde Latinoid und Eddie Guerrero hatte ja, ich glaube, in seinem ersten Match war es, wo er den Frog Splash gesprungen hat, hat sich die Schulter ausgekugelt und war trotzdem dann immer da zu machen. War auch eine schwere Zeit für Eddie Guerrero. Auch da seine Autobiografie lege ich euch ans Herz, wie er sehr viel Probleme mit Alkohol, mit Painkiller und all die Geschichten eben hatte. Er hatte ja einen schwersten Autounfall, bei dem er fast ums Leben gekommen ist. Ein Jahr zuvor während seiner WCW-Zeit gehabt. Also das war ja alles da noch mit drinne. Was man im Hinterkopf behalten kann bei Eddie Guerrero zu der Zeit. Da entwickelte er diese Latino-Heat-Zeit, die er da eben auch hatte. Die Malenko wurde so ein bisschen gespielt. Am Anfang war er so klassisch wie bei der WCW, nur aus irgendeinem Grund. Er war nicht Man of the Thousand Holes wie bei der WCW, nur dieses Gimmick des Straight Shooters funktioniert bei WWE, dort in den Shows, beim Publikum, funktionierte es nicht. Unglaublich. Er war Light Heavyweight Champion, aber es war natürlich anders aufgezogen. Und es war ein zu heftiger Kontrast zu allem anderen. Und vielleicht hat er auch nicht den Gegenspieler wie damals Rey Mysterio, den er bei der WCW hatte. Wobei er hatte so viele. Also es war nichts rauszuholen. Dann wurde ein bisschen damit gespielt, dass er wie so Frauenmagnet, so James Bond-Style auch. Dann mit Lita hat er versucht, sie anzumachen. Da wurde damit ein bisschen gespielt. Perry Saturn mit Terry Runnels an der Seite. Hat er auch nicht diesen Charme, den er bei der WCW hatte. Und da nenne ich lieber nur die 98er Zeit bei Perry Saturn, als er sich vom Ravens Flock gelöst hatte. Das war meine persönliche Lieblings-Saturn-Zeit. 99, wo so Marilyn Manson-Verschnitt war, das mit dem Lederrock war schon anders. Und
da verlief sich das auch so ein bisschen im Sande, war dann eher so bei den Hardcore-Matches dann auch zu sehen. Hardcore-Titel war natürlich auch eine sehr, auch wieder für die Midcard etwas, was, wobei es mehr Undercard und Comedic Relief, also ein Comedy Relief war so ein Teil, das immer mal wieder reinpasste, wo du immer, ja okay, jetzt kann ich ein bisschen grinsen. Ich hatte es in einem alten Video gesagt, wo eine Ho des Godfathers den Hardcore-Titel gewann, wo, war das 99 oder 2000, da komme ich jetzt sogar schon durch den Tüdel. Der Hardcore-Titel wechselte knapp 40 Mal, ich weiß nicht, ob 35 oder 38 Mal wechselte der Hardcore-Champion-Titel. Bei WrestleMania 2000 war es so, dass Hardcore Holly am Ende Champion war. Und ihr könnt relativ deutlich sehen, komisch. Und kurz danach war auch Crash der Hardcore-Champion. Nur allein deshalb lohnt es sich, das Ganze mal anzusehen. Diese Time-Limit Hardcore Battle Royale, die habe ich übrigens bei, ich weiß nicht, bei welchem SmackDown es war es bei SmackDown 2 dann sehr gern gespielt. Nur da habe ich schon gemerkt, es sind halt die 10 Minuten oder 15 Minuten vor, es sind völlig egal. Es interessieren ja eigentlich nur die letzten 2 Minuten, die du da hast, so hart es klingt. Ne? Weil das sind ja die entscheidenden. Wenn da nur der Titel weg, also wenn es da interessant wäre, wer ist denn jetzt nun wirklich Champion? Alle Titelwechsel davor. Das berühmteste einmal als The Brian Kendrick, Current WWE Champion wurde bei einem Unforgiven, bei den Scramble Matches. Und deshalb auch eine schöne Anekdote, da noch einmal zu erzählen aus dem Jahr 2000. Also ihr merkt, viele Stars, die sich da auch entwickelt haben. Und dann kann ich da auch weitergehen, weil ich habe jetzt viel über Einzelstars gesprochen, die auch sich entwickelt haben, natürlich auch ganz andere. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was ich noch gerne ansprechen will, wo jetzt der Übergang stattfindet zum Thema Frauen, nämlich im Jahr 2000. Test und Albert, die ja als Team zusammengefunden haben, weil Test, Albert, TNA. Könnt ihr auf Deutsch und auf Englisch aussprechen bei Frauen. Ne? Das war die Kombo des Ganzen. Und Test war eigentlich so bis Mitte des Jahres 99, wo ich dachte, oh, das wird auch einer der nächsten Stars. Aber er hat sich dann irgendwo so da eingegroovt, wo er dann einfach war. Was ich so ein bisschen schade fand, war jetzt beim Nachschauen hatte ich es nochmal, dass Test mir sehr ans Herz gewachsen ist mit der Zeit. Auch diese Romanze, die er mit Stephanie McMahon hatte. Es wurde auch hier und da immer wieder angespielt. Hat auch ein Match und ein paar Aufeinandertreffen mit Triple H gehabt. Nur das war es einfach nicht. Das war es einfach nicht, was es zuvor war. Und der Übergang Test und Albert, TNA, hatten dann als Managerin, als Begleitung Trish Stratus und sie hat im Jahr 2000 ihr Debüt gefeiert bei WWE. Sie war nicht die einzige, sondern Lita auch im Jahr 2000. Beide ihre offiziellen Debüts, so sage ich es. Lita an der Seite von S.A. Rios und sie waren, also der Unterschied hätte nicht größer sein können. Trish Stratus als das Fitnessmodel, das nur die reine Begleitung war, das nicht groß gebammt hat, keine Aktionen gezeigt hat, natürlich durch die Optik, durch die Präsenz sehr hervorgehoben wurde und da spielte man natürlich, ne, dass dann von TNA Trish Stratus die Managerin war und da immer mit rausgekommen ist. Jerry Lawler hat es auf seine Art und Weise, das war schon auch im Nachschauen, dachte ich auch so. Ich fühlte mit Jim Ross manchmal daneben und es war so zumindest eine Art und Weise, um da reinzukommen. Nur Trish hat sich ja im Nachhinein festgebissen und etabliert als Wrestlerin und dürfen wir diese Zeit eben nicht außen vor lassen. Da ist sie reingekommen und nochmal von 0 auf 100 gleich ins Fernsehen geschmissen zu werden, ist halt auch schon was. Ne? Auch Lillian Garcia als Ringsprecherin, als sie reingekommen ist, das war von 0 auf 100 und es werden keine, also wirklich, darauf möchte ich auch mal sensibilisieren. Ich bin ja jetzt auch 9 Jahre WWE-Kommentator. Wenn ich meine ersten Sachen sehe, man muss den Leuten auch zugestehen, dass sie irgendwann mal anfangen und mit Nervosität zu kämpfen haben. Ich bin nicht ein grundsatznervöser Mensch, nur
die Nervosität wird ja eigentlich von anderen eingeredet. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und da noch heftiger, wenn du vor der Kamera bist. Und das dürfen wir bei solchen Sachen immer mitbedenken und vielleicht nicht dann, der hat aber so zurücklehnt sein, ja, das war aber damals schlecht. Ja, kommt gerade rein. Zeit geben. Ein 19-jähriges Talent im Fußball wird auch nicht sofort alle Dinger reinhauen. Ein 19-jähriger Ronaldo hat das Finale gegen Griechenland 2004 verloren, weil die 2004er Griechenland-Mannschaft auch die beste war. Die war echt gut. Nur ein 29-jähriger Ronaldo, da hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. So viel dazu. Mein moralischer Appell. Auch Leute im Fernsehen sind nur Menschen. Und Lita natürlich auf der anderen Seite wiederum hat ganz andere Stärken gehabt, die sie hervorgehoben hat. Ihr Moonsault, ihre spektakulären Aktionen. Natürlich, da war wieder der Unterschied, wenn sie ein Mikrofon in die Hand bekommen hat oder vor die Nase gehalten bekommen hat. Das war dann so, wo du dachtest, okay, sie kann durch das Spektakel dann ausgleichen, durch die Präsenz und war schnell von S.A. Rios dann zu den Hardy Boys und das passte. Dieses Team Extreme hat ja auch wirklich Geschichte geschrieben und bei den Frauen natürlich dann auch noch Chyna, ohne jede Frage. Sie hatte 99 ein tolles Jahr und 2000 wurde sie immer mehr so zum Mainstream-Star, natürlich durch ihren heißes Auftritt, aber dadurch, dass sie Covergirl im Playboy eben auch war und daraus haben sie eine riesen Story gemacht mit Eddie Guerrero, weil seine Mamacita, die darf doch so niemand sehen und dadurch hast du das Ganze natürlich nochmal sehr medienwirksam gepusht, weil die Wrestling-Fans eben genau darauf hin, deswegen war es eins der meistverkauften Hefte der Playboy-Auflage, da hattest du auch in der Playboy-Menschen so ein paar Szenen mitgedreht, wo Eddie Guerrero nicht reingeht. Und da ist ja Eddie Guerrero, sein ganzer Charakter richtig schön rausgekommen. Das hat ihn ja von den anderen Radicals dann auch unterschieden. Und da war es dann relativ schnell, das Publikum hat die beiden zusammen zu Lieblingen gemacht. Als Eddie Guerrero mit den Rosen immer rauskam. Es war so eine Erheiterung. Als die rausgekommen sind, war es tolles Fernsehen. Das hat Spaß gemacht, weil die Dynamik zwischen den beiden so einzigartig war, wo du denkst, okay, kann das überhaupt funktionieren? Und Eddie Guerrero, das war Eddie Guerrero. Er hat aus Chyna noch mehr, und das kann man so sagen, noch mehr Charisma rausgeholt, als sie Star zu der Zeit war. Und sie haben beide davon grandios einfach profitiert. Also, und Eddie Guerrero, auch wenn er wurde ja auch mal von, also er war ja eigentlich so dargestellt als der Schwächere im Ring. Das interessierte ja gar keinen, weil die Dynamik so großartig war und Eddie Guerrero als Star eben auch wahrgenommen wurde. Dann gab es natürlich diese Eifersuchtsgeschichten mit dem Intercontinental Champion Titel, der da natürlich auch wechselt. Chyna war ja etabliert, gegen die Männer auch anzutreten. Und also sie war nicht Women's Champion, das kam ja dann erst zum Ende des Jahres 2000, wurde das ein bisschen mit Ivory eingeleitet, die bei Right to Censor war. Frauen-Champion Stephanie McMahon sehr lange. Es war natürlich einfach ein Zeichen, dass die Frau von Triple H bei der größten Heel-Fraktion mit dem Titel noch zusätzlich rauskam. Wobei natürlich ihr Titelverlust gegen Lita war eine der größten emotionalen Raw-Ausgaben, die du da hattest. Darfst du auch nicht unterschätzen. Also die Frauen hatten durchaus ein anderes Spotlight, was du da noch hattest. Natürlich im Attitude-Era-Style natürlich waren so ein, wie soll ich es neutral bezeichnen? Ich glaube, Eye Candy wird da als Begriff genutzt. Ich weiß es nicht. Nee, aber, und hier benutze ich das Aber mit Absicht, weil das Thema hatten wir ja, was nach dem Aber kommt, löscht alles andere davor und das möchte ich jetzt ja auch. Du hattest eben diese etablierten Stars. Diese Stars, die over sind, mit denen sich das Publikum emotionalisiert hat, weil ihre Charaktere eben im Vordergrund standen. Und das war das Interessante eben, was du dann durchaus als Weiterentwicklung dann auch zu sehen hast, was interessant auch im Nachgang zu sehen ist. Also es wird immer sehr negativ gesprochen in den Dingen, wenn so, ja, die Frauen in der Attitude-Ära waren ja nur. Und dann sehe ich das so im Jahr 2000. Natürlich, du holst dann auch manche extreme Sachen nochmal hervor. Wenn du da Schlamm-Matches hattest, oder es war ja bei Armageddon 99, ohne jede Frage.
Hier siehst du jedoch, dass die wirklich Antreiber für große TV-Segmente eben auch waren, weil die Charaktere im Vordergrund standen und auch begeistert hatten. Lita war ja ein Schwarm. Und das war nicht einfach, weil Lita, oh, das ist eine gut aussehende Frau, sondern was sie einfach gezeigt hatte, plus die Dynamik mit den Hardys. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der Tag-Team-Abteilung, was ein wichtiges Thema war. Und ich bin ja bekennender Fan des Tag-Team-Wrestlings. Tag-Team-Wrestling kann sich wunderschön unterscheiden von Einzelmatches, weil es eine andere Dynamik hat. Natürlich auch, weil es mehr Leute drin hat, relativ klar. Was natürlich nochmal dazu kommt, Matches anders aufbauen, Konstellationen sind anders und du betrachtest die einzelnen Leute nochmal. Und hier war es so, dass irgendwie aus dem Nichts förmlich sich das entwickelt hatte. Die Hardys sind mit an die Spitze gespült worden, die Dudleys kamen neu dazu und die Dudleys auch am Anfang. Klar, aus der ECW gekommen, erstmal die Bösewichte. Manche hatten dann gesagt, oh, wird das zweite Public Enemy? Hatten relativ früh ihre Rivalität mit den Acolytes, die APA, was sie dann später waren. Also ihr merkt, viele Teams dann, die da mit an der Spitze waren. Und Edge und Christian, die sich einmal komplett zu den nervenden Nerds gewandelt haben. Und wieder sind wir da, wie wir es bei den Main-Eventern hatten und auch bei der Midcard. Du brauchst klare Heels, die du da hast. Und das waren Edge und Christian. Alle konnten gegen sie. Weil die Dudleys waren nicht lange zu halten als Heels, weil sie haben die Leute durch die Tische gejagt. Das war ihr Trademark. Nur das Publikum findet halt sowas geil und die kannst du nicht ewig dann als Heel halten. Und das war eine unfassbare Reaktion. Übers ganze Jahr. Die Entwicklung der Dudleys, ihr seht, gerade beim Binge-Watchen, wenn du siehst, du merkst, wie mit jeder Show die Dudleys mit zu den größten Stars werden. Und die konntest du immer einsetzen. Wenn es dann ein Six-Man-Tag-Team-Main-Event war, Chris Jericho braucht 2 Partner gegen Triple H und DX, die Dudleys. Und es funktioniert, wenn du die mit reintust. Und die Erwartungshaltung natürlich. Tische gehen zu Bruch, Leute werden durchgehauen. Das war richtig, richtig krass zu sehen mit den Dudleys und Edge und Christian. Du brauchst die Gegenspieler, wenn sie dann auch noch also sie wären ja untergegangen. Sie wären ja als die Babyfaces, die sie so Anfang 99 oder so in der so 99er Zeit, wo auch dieses Respektvolle mit den Hardys nach dem No Mercy Leiter-Match 99 eben war, das hätte nicht funktioniert. Sie mussten das sein. So wie Triple H der Bösewicht sein musste. Und dann waren sie doch. Und die ganzen Babyfaces konnten sich an ihn reiben und sie waren sehr lange Tag Team Champions. Und daraus natürlich durch die Zeit hat sich vor allem die TLC Match Art etabliert und entwickelt. Nach einem Triangle Ladder Match, das wir gesehen haben, wurde offiziell beim SummerSlam TLC, oh my, Mick Foley war ja Commissioner und das hat er dann immer gesagt. Tables, Ladders, Chairs, oh my. Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Es war auf jeden Fall irgendwann weg. Zumindest da war es noch sehr präsent. Und dieses TLC-Match ist natürlich eines der legendärsten, natürlich auch gleichzeitig einer der Gründe, warum ein Edge seine Karriere relativ früh beenden musste, warum die anderen auch ihren Stil auch mal anpassen mussten. Bully Ray da als Beispiel genannt. Oder bei den Hardys, warum sie auch so mit Verletzungen zu kämpfen hatten, was relativ klar ist. Und Christian ist ja auch nicht verschont geblieben. Und hat in der Zeit natürlich nochmal ein zusätzliches Spektakel eröffnet. Und deshalb hat die Tag-Team-Abteilung auch so einen sehr positiven, teilweise romantisierten Ruf. Wobei natürlich auch eben wie Teams. New Age Outlaws waren noch am Anfang des Jahres da. Die APA. Backstage, Karten spielen, Zigarren rauchen. Du musst durch die Tür gehen. Die Tür, die im offenen Raum stand und solche Sachen. Die Zusammenspiele mit Crash fallen mir da ein, weil die APA waren ja da, um Leute zu beschützen, wer sie eben auch bezahlt. Und auch die APA, unfassbar beliebt. Klar, 2 Jungs, die einfach nur da hängen, Karten spielen, rauchen, Bier trinken und dann den Leuten aufs Maul hauen. Das wäre jeder Zuschauer am liebsten selber.
und wenn er den Leuten dann auch noch wirklich aufs Maul haut. Also, das waren die APA. Und Edge und Christian, die Gegenspieler funktionierten da in der Art, weil sie dann auch das komplette Gegenteil waren und sich dann auch noch mit Kurt Angle zusammengeschlossen haben. Und diese Segmente haben so für Erheiterung immer wieder gesorgt, die ich euch da ans Herz lege. Also viele Momente, querbeet, und ich hoffe, das kommt jetzt bei euch auch rüber, quer über alle Abteilungen, über alle Divisions, als Main Event, Midcard, Undercard hatte ich euch mit dem Hardcore-Titel gesagt, und Tag-Team-Abteilung, was einfach so unglaublich interessant und spannend das Jahr 2000 eben gemacht hat, wenn wir über diesen Kreativprozess sprechen und dann natürlich drumherum. Es hatte sich über Jahre aufgebaut. Wir als Fans, Fernsehzuschauer, Live-Zuschauer, wir wollten das sehen. Die Stars waren over, das heißt, wir hatten eine emotionale Verbindung mit denen und das hatte sich so ausgewirkt. Die kamen raus, Halle explodierte, egal wo es war. Neben Raw SmackDown natürlich, wo es dann immer noch stand. Damit will ich quasi diesen letzten Punkt euch noch mitgeben. Die Veranstaltungen, die mir natürlich im Kopf geblieben sind, meine Event-Highlights, meine Pay-Per-View-Highlights des Jahres 2000. Wenn ihr nicht alle Shows gucken wollt, was lege ich euch da ans Herz, was nochmal zum Schauen wäre? Also wenn ihr mir hier jetzt gerade zuhört und ja, es schnuppert nach Überraschungen, was ich da alles habe. Also klar, was ganz vorne drauf steht, der Royal Rumble gleich. Royal Rumble und No Way Out, Beginn des Jahres, aufgrund der Main Events eben und auch der ganzen Stimmung, durchaus meine Top-Shows, die da direkt waren. SummerSlam 2000 sowieso, was da war. Dann Unforgiven 2000, weil einfach Stone Cold, wegen der Reaktion, dass Stone Cold Steve Austin kam, war auch einer der meistverkauften Pay-Per-Views im Jahr 2000, was nochmal zeigt, wie groß diese Star-Power von Stone Cold Steve Austin war. Dann Armageddon 2000. Das habe ich extra bis jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. So 2 Highlights an Events, die ich euch ans Herz lege. Und der eine ist ohne jede Frage Armageddon 2000 mit dem Armageddon Hell in a Cell. Ich habe eins meiner ersten Watch-Alongs ja gemacht. Da saß ich auf der Couch und habe das gemacht. Ich glaube, es würde helfen, wenn ihr nur Audio hört und das Match nebenbei schaut. Hat sehr, sehr viele Views. Das Video, aber es sah nicht so geil aus. Aber ja, da waren schon ein paar coole Infos bei. Das darf ich euch sagen. Also wenn ihr reinschaut, könnt ihr nach den Jahren sagen, oh, Valandi, mach mal neu oder irgendwas anderes. Also es hatte Spaß gemacht, sich das jetzt noch einmal anzusehen. Und die ganze Show, jetzt habe ich ja nicht nur das Match geschaut, die Show unter dem ganzen Tenor. Es war natürlich eine One-Match-Show. Trotzdem hatte diese Veranstaltung etwas ganz Besonderes, weil dieses bevorstehende Hell in a Cell Spektakel hat so eine Spannung aufgebaut. Das Vince McMahon-Segment im Ring, das hätte ich rauslassen können. Das hätte auch Backstage, wobei ich sage, lieber im Ring. Das hat sehr viel Zeit genommen. Also das hätte ich, weiß ich nicht, hätte irgendwie anders für mich stattgefunden. Aber jetzt bin ich genau, also ich brauche es ja nicht sagen, im Nachhinein so. Das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung. Und was ich euch auf jeden Fall ans Herz lege, ist Fully Loaded 2000. Ich wusste, dass diese Veranstaltung echt großartig war. Ich hatte diese VHS-Kassetten ja alle. Fully Loaded 2000, Armageddon 2000 auch. Und Fully Loaded 2000, klasse. Mit dem Triple Main Event, Kurt Angle gegen den Undertaker, Triple H, Chris Jericho im Last Man Standing Match und The Rock gegen Chris Benoit um den WWE Champion Titel. Und das war ja nicht mal alles. Die Eröffnung mit dem dem Six-Man oder Six-Person Intergender-Match, das war da. Also diese ganze Show mit den ganzen Matches, die da durchführen, ihr werdet überrascht sein, wirklich. Ich hatte sie sehr positiv in Erinnerung und sie ist noch besser für mich, als ich sie jetzt nochmal im Nachhinein gesehen habe. Also diese Veranstaltung lege ich euch ans Herz. Schaut es gerne an und schreibt auch, wenn ihr Fully Loaded zum Beispiel gesehen habt, wie ihr das Ganze fandet. Bei Armageddon 2000 darf ich euch sagen, was ein bisschen fehlt, ist der Original-Titelsong. Das war auf die Sweet Home Alabama und da hatte ich ja auch die Original-VHS damals. Die Geschichte kennt ihr, ne? Dass ich meine ganzen VHS damals verkauft habe. Hatte
Als ich ein bisschen Geld gebraucht habe und die habe ich für nicht viel Kohle verkauft. Ich weiß nicht, wo die alle sind und jetzt vermisse ich die alle. Und da war es umso mehr so klasse das Network ist. Logisch natürlich, dass diese Musiken dann da ausgewechselt werden, weil sie sind ja ständig verfügbar. Mit der VHS halt was anderes. Das fehlte mir so bei Armageddon. Aber wenn ihr diese Veranstaltung nicht anseht oder was, schreibt es gerne unten in die Kommentare und teilt eure Ansichten vom Jahr WWE 2000. Vielleicht habt ihr auch vor kurzem wieder etwas gesehen, was euch in Erinnerung gekommen ist und ihr dann wieder sehen wolltet, wie der Titelgewinn von Chris Jericho, der dann schnell aberkannt wurde, was ja ein hochemotionaler Moment damals bei WWE im Jahr 2000 war, oder einen alten Pay-Per-View euch angesehen habt, SummerSlam, irgendwie sowas, Survivor Series 2000, wo Stone Cold Steve Austin im Triple H damit endete, dass Austin das Auto vom Gabelstapler geworfen hat. Also ich habe die ganze Triple H Kurt Angle Geschichte, habe ich hier gar nicht so im Detail erwähnt, das möchte ich noch. Das wollte ich vorhin, hat so vergessen. Das ist nämlich auch eine der Entwicklungen, die ja sehr interessant waren, weil es war also diese Dreiecksbeziehung Kurt Angle, Triple H und Kurt Angle, und das hat ja den ganzen Sommer damals geprägt. Wurde dann eben fallen gelassen, weil Rikishi eben nicht dieser Top-Gegenspieler war von Stone Cold Steve Austin, klar. Und dann kam Triple H eben wieder ins Spiel und dann hast du dich darauf, das war nicht ein kompletter Drehen um 180 Grad, sondern er wurde dann wieder zum Bösewicht, und klar, gegen Stone Cold Steve Austin ist er der Bösewicht. Und er war halt etablierter Bösewicht. Und da passte es dann schon, dass er es war. Es war eigentlich schade, weil Triple H, weil er die Ehre seiner Frau verteidigt hat. Und weil natürlich Kurt Angle, der kommt noch, wieder, der Neue wird ausgebuht erstmal. Und den anderen, naja, wir haben ihn zumindest respektiert. Und dann verteidigt er eigentlich auch seine Frau und er findet das nicht geil, dass Stephanie und Kurt so ungefähr sind. Das hat natürlich schon so ein bisschen bewirkt, dass Triple H immer mehr so Babyface wurde. Doch das war dann am Ende eben, also ich hätte gerne gesehen, wie es ausgegangen wäre. Weil das war dann irgendwann natürlich, hatte sich dann nicht im Sand verlaufen, weil es hat ja nochmal Anfang des Jahres 2001 stattgefunden quasi. Nur es war nicht dieser Triple H, der dann gerade so eingeläutet wurde. Und das war eben so geil eingeläutet, weil das, was ich zu euch meinte, das berühmte Enneagramm als Beispiel, du nimmst Facetten des Triple H-Charakters, die du eben dort auch die du greifbar hast als Zuschauer, die du gesehen hast und die du jetzt noch mehr wahrnimmst, und das sind positive Eigenschaften. Und deswegen wandelte er sich einfach nur. Dann ist er wieder zurück zu seinem alten Ich gewandelt, weil dann war er der Gegenspieler von Stone Cold Steve Austin, was natürlich dann auch ins Jahr 2001 zog. Was ich interessant auch noch fand, so am Rande erwähnt, einer meiner persönlichen Lieblinge am Ende war Billy Gunn, The One Billy Gunn, alleine wegen dieser Musik. Hört sie euch gerne an. Das war ein sehr, sehr spektakuläres Jahr 2000, das WWE dorthin gelegt hat, das ich euch sehr ans Herz lege. Wie gesagt, Veranstaltungen oder einzelne Shows. Es gibt vieles sich anzusehen. Einige Sachen, die ich im Detail hier vielleicht gar nicht genannt habe oder so kurz angeschnitten habe. Es wird, glaube ich, für jeden etwas dabei sein. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr euch das Ganze dann wieder ansehen könnt. Und dann der Ausblick aufs Jahr 2001. Eigentlich hängst du da und sagst, also viel besser kann es eigentlich nicht werden. Wir stehen vor WrestleMania 17, was die erfolgreichste WrestleMania aller Zeiten war und meine absolute Lieblings-WrestleMania. Und ein grandioser Royal Rumble. WWE hatte unglaublich Fahrt aufgenommen. WCW sahen nur noch die Staubwolken, ECW hatte große Probleme, Raw hatte einen großen Fernsehsenderwechsel, war dann vom USA Network zu TNN für ordentlich Kohle. Ja, ich weiß, war auch der ECW-Sender, nur anders präsentiert, anders beworben, anders gemacht und war unglaublich im Mainstream, auch im Time Magazine, wurde dieses ganze Phänomen aufgebaut. Ich wusste, dass ich im English kam, mal ein ein Referat darüber auch machen wollte. Und dann aus irgendeinem Grund sollte ich es dann doch nicht machen über WWE, sondern mir ein anderes Thema suchen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und das hätte gesessen, das wäre ein geiles Referat geworden. Nur, warum es nicht ganz so großartig weiterlief, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt der Attitude Era, irgendwann kommt immer ein Ende.
Sättigungsphase, es ist wieder BWL. Sättigungsphase und irgendwann kommt die Degenerationsphase. Und die war dann relativ schnell, nicht mal ein Jahr später, obwohl WWE alles erreicht hatte, mit dem Kauf der WCW und sie die ganzen Stars hatten. Nur darauf gehe ich dann ein, wenn ich das Jahr 2001 gebingewatcht habe. Das wird jetzt ein paar Augenblicke dauern, denke ich. Die meisten wissen es natürlich. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das Binge-Watchen angefangen hatte im Jahr 98, weil ich dieses Jahr 2001 einfach nie am Stück gesehen habe, nur im Nachhinein. Und warum? Werde ich dann beim 2001er Video sehen, warum ich damals kein Wrestling gucken konnte. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eure Kommentare gerne unten rein. Ich freue mich dann auch die Erinnerungen zu teilen. Es waren ein paar Kommentare, aber die werde ich bei den Reviews noch lesen zu den anderen, weil das Video hat schon so seine gewisse Zeit. Natürlich, wie es sich gehört, wenn ihr im WWE Euroshop was möchtet, bekommt ihr von mir 15% Rabatt mit dem Code Valandi15. Holt euch das gerne. Meine neuen Shirts, hier Pizza 2 und ein bisschen Wechselgeld, lege ich euch da sehr ans Herz. Ich finde es großartig, darf ich ja mal auch sagen. Mein neues Design im SL Wrestling Shop. Lieben Gruß an Timo, danke für deinen Support. Unter getshirts.de/valandizanti oder prowrestlingtees.com/valandizanti. Wir hören uns wieder am Samstag bei SmackDown auf Pro7 Max oder natürlich bei den nächsten Videos hier. Wenn ihr bis jetzt hier geblieben seid, bitte den Kanal abonnieren, Glocke für die nächsten Videos, würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche. Bis dahin. Tschüss.